Einen Bärenhunger hat der süße, etwa 14 Tage alte Spatz Piepsi, den die Tierärztin Kirsten Tönjes aus Hattersheim in ihre Praxis gebracht bekommen hat. Der kleine Kerl ist vermutlich aus dem Nest gefallen und hatte Glück im Unglück. Jetzt wird er liebevoll von seiner Pflegemama aufgepäppelt. Man entwickelt eigentlich immer eine Bindung, weil diese kleinen Tiere natürlich das Herz erobern und da reingehen, auch wenn man das gar nicht will. Und man weiß schon eigentlich, wenn es losgeht, das ist verdammt viel Arbeit. Aber natürlich geben einem diese Tierchen auch was zurück. Das ist aber nicht der Grund, warum ich es mache, sondern weil ich einfach sage, durch uns Menschen, wir haben so sehr die Natur verändert, dass wir so viel Tierleid verursachen, dass die paar kleinen Wesen, die es wenigstens bis zu einem Tierarzt schaffen, dass man denen auch zu helfen hat. Piepsi liebt Würmer und bekommt zusätzlich ein Gemisch aus Papageienaufzuchtfutter. Schließlich muss der kleine Spatz groß und stark werden. Es ist natürlich ein sehr anstrengender Job und man fängt wirklich an, die halbstündlich zu füttern. Und im Moment sind wir so bei alle 1,5–2 Stunden. Aber ja, ich sehe es auch so ein bisschen als unsere Aufgabe an. Wenn wir damit konfrontiert werden, dann auch zu helfen. Und es werden immer mehr Vögel, die Hilfe brauchen. Im Moment sind es Tausende von heimischen Wildvögeln wie Meisen und andere, die in Hessen bedroht sind. Aber woran liegt das? Bernd Petri vom NABU Hessen nennt mögliche Ursachen. Jetzt wird überall schlagartig gemäht, wie hier in der Fläche. Da wird gemäht, dann wird gewendet, dann werden Ballen gepresst, die Traktoren fahren über den Boden, die Insekten werden einfach getötet, die Vögel haben Nahrungsmangel, dann kommt die Hitze, die Mauersegler stürzen aus den Nestern, die Schwalben stürzen aus den Nestern. Das heißt, wir haben eine vielfältige Problematik mit der Klimaerwärmung, mit dem Insektensterben und deshalb haben wir von Jahr zu Jahr weniger Vögel bei uns in Hessen. Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Notfälle. Bisher haben sich Menschen in hessischen Vogelauffangstationen darum gekümmert. Aber es fehlen die Kapazitäten und das hat einen traurigen Grund, sagt Bernd Petri. Die Behörden wollen verhindern, dass einfach alle möglichen Vögel sozusagen in Menschenhand kommen und entführt werden aus der Natur, die eigentlich völlig selbstständig draußen leben können. Das will man verhindern. Aber man verhindert damit auch, dass eben Tiere, die in Not sind, dass man denen wirklich hilft. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Die Folge: den Auffangstationen werden von Behördenseite die Hände gebunden. Denn Hilfe für Wildvögel hat mittlerweile kaum erfüllbare Auflagen. Und das ärgert die Tierärztin Kirsten Tönjes. Hintergrund ist unter anderem eine Art Leitlinie, die von der Veterinäruni in Gießen erstellt wurde und die so hohe Ansprüche an die Haltungsbedingungen stellt für die Leute, die sich um solche Vögelchen kümmern wollen, dass die Leute das gar nicht mehr erfüllen können. Umso mehr sind wir alle gefragt. Futter streuen und Wasserstellen einrichten, das ist das Wichtigste, was wir für die Wildvögel tun können. Und im Notfall helfen. Ich denke immer, wenn so viel davor gewarnt wird, dass Leute Tieren, hier Vögeln helfen sollen, was rufen wir da auch für eine Mentalität hervor? Eine, die des Wegschauens. Und ich möchte, dass die Leute hinschauen und machen sich keine Sorgen, auch wenn sie helfen wollen. Und es klappt mal nicht, weil die Tierchen sterben. In der Natur sterben sehr viele Tiere. Und deshalb im Zweifel anrufen, nachfragen bei Tierärzten, bei Wildvogelstationen. Und mit denen zusammen kann man dann überlegen, was machen wir am besten. Und im ersten Moment kann man immer schon mal mit Zuckerwasser helfen. Verstehen muss man die Behörden und ihre Vorgaben nicht. Umso schöner, dass es auch kleine Hoffnungsschimmer gibt. Der kleine Piepsi entwickelt sich prächtig und darf schon bald die große, weite Welt erobern. Schönen guten Abend. Frank-Uwe Pfuhl vom Naturschutzbund, vom NABU. Herzlich willkommen. Hallo. Was mache ich denn, wenn ich so einen kleinen Piepsi, also der vielleicht aus dem Nest gefallen ist, finde oder auch einen größeren Vogel, der nicht fliegen kann? Ja, erstmal schauen, ob das Tier wirklich in Not leidet, ob es verletzt ist. Dann ist es auf alle Fälle ein Fall für eine Vogelauffangstation oder vielleicht für einen Tierarzt, der sich damit auskennt. Ansonsten gibt es aber auch viele Fälle, wo einfach die Jungvögel schon aus dem Nest springen, aber am Boden noch von den Eltern versorgt werden. Und dann ist das erstmal ein Fall für die Beobachtung, wo man sagt, okay, jetzt warten wir mal 2–3 Stunden, gucken, ob der Kleine noch versorgt wird und erst dann
greifen wir ein. Okay, sollte man irgendwie hochsetzen, dass die Katze nicht drankommt, wenn es eine Katze gibt? Und die Katze verscheuchen. Wäre auch eine Möglichkeit, Okay. ja klar. Aber wenn man weiß, wo das Nest ist, dann kann man da auch noch mal nachhelfen. Ja. Also wir haben gehört, es gibt immer weniger Vögel. Stare und Lerchen, habe ich gelesen, sollen sich tatsächlich im Bestand halbiert haben. Die Meisen, finde ich, sind auch auf einmal deutlich weniger geworden im Garten. Wie dramatisch ist die Situation? Ja, die Allerweltsvögel trifft es noch nicht so hart, aber insgesamt haben wir mittlerweile Zahlen, die sind erschreckend. Wir haben seit den 1980er Jahren in der EU 600 Millionen Vogelindividuen verloren. Wenn man sich mal vergegenwärtigt, in der EU leben 450 Millionen Menschen. Also es sind mehr Vögel weg, als es Menschen in der EU gibt. Also wenn es Menschen gewesen wäre, wäre es jetzt einfach alles leer. Dann wäre es quasi alles leer. Aber so dramatisch wollen wir es jetzt auch nicht aufbauen. Also es sind ja noch Vögel da, aber es sind deutlich weniger geworden. Und die Tatsache eben auch, dass es vielleicht im eigenen Garten noch zwitschert, sagt nichts über die Situation der Feldvögel draußen aus. Genau. Ne? Welche Beispiele fallen Ihnen als besonders dramatisch so Also ein? besonders dramatische Rückgänge haben wir beim Kiebitz zum Beispiel, der mit der tollen Feder, Da ist er im Kopf, Hintergrund, ne? genau, richtig, Ja. da ist er zu sehen. 93%, unglaublich. Das ist Wahnsinn, ja. Wir haben hessenweit da noch nicht mal mehr 200 Brutpaare. Das ist der Bestand, den früher eine Aue auf 10 Flusskilometer hatte. Oder das Rebhuhn, also unser sieht man auch nicht mehr, ja. charakteristischer Hühnervogel in der Feldflur, 91% Rückgang. Und die Turteltaube ist ja auch vielen Liebenden bekannt, eigentlich 89%. Oh, schrecklich. Das sind schon dramatische Zahlen und da müssen wir uns ganz schön anstrengen, um diese Arten noch zu erhalten. Wir haben schon gehört, also es liegt an der intensiven Landwirtschaft, am Insektensterben, die sozusagen da auch eine Folge von ist, aber auch an Krankheiten, die natürlich auch am Futterhäuschen übertragen werden. Was ist denn da Ihr Tipp? Würden Sie jetzt nicht mehr füttern deswegen? Man kann schon weiter füttern, grundsätzlich schauen, was man füttert und vor allen Dingen auf die Hygiene achten. Also so ein Futterhäuschen sollte erstmal so angeordnet sein. Wir haben ja im Filmbeitrag eben schon so eine Säule gesehen, wo die Vögel gar nicht mit dem Futter in Berührung kommen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und diese Futterstellen, spätestens beim Auffüllen dann mal ordentlich mit warmem Wasser abwaschen. Dann ist da schon Genüge getan. Okay, also das muss man wirklich regelmäßig machen. Auch die Wasserstellen, auch die ist ja auch Wasserstellen, wichtig, genau. dass man die zur Verfügung Die sogar stellt. täglich. Okay. reinigen. Ein Streitthema in der Nachbarschaft sind ja oft die Katzen. Ne? Also in einigen Gemeinden, habe ich jetzt gehört, ist es schon verboten, die Katzen rauszulassen. Wie stehen Sie dazu? Das ist ja ein total emotionales Thema. Das war ne? so ein Extremfall. Da geht es, glaube ich, um die Haubenlerche. Ja. Ob das wirklich diese Art dann noch retten wird, wage ich zu bezweifeln. Ja, es ist ein sehr emotionales Thema. Klar, wem das Herz an die Katze gewachsen ist, wird da natürlich anders denken. Generell ist es schon ein Problem. Und mein Appell wäre, während der Brutzeit die Katzen vielleicht eher dann doch mal in der Nähe des Hauses oder im Haus zu halten, damit die Vögel wenigstens mal eine Verschnaufpause haben, 2-3 Monate im Jahr. Weil natürlich auch die kleinen Vögel dann total betroffen sind. Ne? Es gibt ja so eine Forderung, dass Glöckchen für die Katzen ganz gut wären, aber das finden Katzenhalter in der Regel auch blöd, weil sie sagen, das nervt natürlich die Katze total. Ne? Genau, also Katzen mögen ja generell Licht so am Körper haben, das können die nicht so leiden. Ja, wir haben ein Bild. Wir wollen Ihnen einen Vorschlag zeigen. Ja. Gucken Sie mal, es sieht schick aus, oder? Ja gut, das ist toll. Also die Farbgestaltung finde ich toll. Ja, also das Frage, macht keinen Krach. Es geht im Notfall auf, ist ein Ja. Klettverschluss dran. Wäre das eine Alternative? Es ist ja neu auf dem Markt. Mal gucken, wie die Ergebnisse sein werden. Also ob wir tatsächlich deutlich weniger Vogelfraß dann haben werden. Wenn es was bringt, auf alle Fälle. Ausprobieren. Also ich glaube, es gibt Studien, die das sagen, dass einfach die Vögel das besser sehen als die gut getarnte Katze. Insofern wäre es ein Versuch wert. Ne? Genau. Wenn ich keinen Garten habe, kann ich trotzdem was für die Vögel tun mit meinem Konsumverhalten? Oder generell, also wir haben ja vorhin schon über das Insektensterben als Ursache auch des Vogelsterbens gesprochen. Da ist die Nahrung weg. Und wie können wir das am besten steuern, indem wir zum Beispiel unser Verbraucherverhalten darauf einstellen, ökologische landwirtschaftliche Produkte nachfragen und in Beziehung zu den Landwirten vor Ort treten. So machen wir das. Dankeschön, Herr Pfuhl. Vielen Dank.